Das politische Regierungssystem der Türkei besteht aus den drei Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative. Alle arbeiten in drei voneinander unabhängigen Orten. Das türkische Regierungssystem nennt man Präsidialdemokratie oder Präsidialsystem. Die Gesetze werden ausschließlich vom Parlament geändert und erlassen. Im Parlament arbeiten 600 Abgeordnete, die alle 5 Jahre von den Bürgern ins Amt gewählt werden. Die vom Parlament, also der Legislativen vollumfänglich getrennte zweite Gewalt wird Exekutive genannt. Die Exekutive besteht in der Türkei aus einem Staatspräsidenten und seinen Ministern. Die Minister werden durch den Staatspräsidenten ernannt. Die Exekutive ist die ausführende Kraft in der Politik und hat zum Ziel, alle Bürger des Landes zu vertreten und beschützen. Der Staatspräsident wird genauso von den Bürgern am gleichen Tag gewählt, wie die Abgeordneten des Parlaments. Erreicht der Kandidat nicht mehr als 50% der Stimmen, dann erfolgt eine Stichwahl durch das Volk. In der Türkei dauert eine Amtsperiode 5 Jahre. Die Bürger können den gleichen Präsidenten für eine zweite Periode nochmals wählen. Ein türkischer Staatspräsident darf insgesamt 10 Jahre das Land regieren. Der Staatspräsident kann keine Gesetze ändern oder erlassen. Er kann jedoch auf Gesetzesänderungen einen Einspruch erheben. Dann muss das Parlament das Gesetz nochmals bearbeiten, bevor es vom Präsidenten als Dekret unterzeichnet wird. So kann der Präsident auch einen Ausnahmezustand ausrufen, muss diesen aber vom Parlament begründet absegnen lassen. So kontrollieren sich die zwei Gewalten gegenseitig. Das Parlament, also die Legislative, kann Ermittlungen gegen den Staatspräsidenten und seine Minister einleiten. Der Staatspräsident der Türkei besitzt keine politische Immunität und kann vom Parlament angeklagt werden. Mit einer 60% Mehrheit kann das Parlament den Präsidenten vom Amt absetzen. Auch der Präsident kann das Parlament jederzeit auflösen. Damit verliert auch er sein Amt und es gibt Neuwahlen. Bürger können in der Türkei einen Staatspräsidenten vorschlagen. Dafür braucht es 100.000 Unterschriften. Dann wird dieser als Kandidat aufgestellt. Der gewählte Staatspräsident darf nach seiner Wahl weiterhin Mitglied seiner Partei bleiben, schwört aber auf das Wohlbefinden und Schutz der ganzen Nation. Die Streitkräfte werden von der Exekutive kontrolliert. Neben der Legislative und der Exekutive gibt es in der Türkei die Judikative als dritte Gewalt. In der Türkei gibt es nur ein Zivilrecht. Die Judikative besteht aus einem Rat der Richter und Staatsanwälte, der mehrheitlich vom Parlament und ein kleiner Teil vom Präsidenten gewählt werden. Das türkische Volk kann auch abstimmen gehen und besitzt so die Herrschaft über die Türkei.